Hallo meine Foxys, ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's super. Heute habe ich mal wieder was anderes für euch und zwar male ich in dieses Topmodel-Malbuch mit den Gesichtern drin, wo man ein schönes Make-up zeichnen kann. Und viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich ein Topmodel mal mit der Schminke ausmale, weil ich habe das so verstanden, dass man die Schminke dafür benutzt, sein eigenes Gesicht anzumalen und die Gesichter nebendran nimmt man sozusagen als das Design für die Schminke, die man sich selber schminken möchte. Also das malt man dann mit normalen Stiften an, die man eben benutzt so zum Zeichnen. Weil eigentlich ist man schon ziemlich begrenzt, wenn man nur die Schminke benutzt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, wie ich das Gesicht nur mit dieser Schminke anmale. Ich habe mir für heute überlegt, dass ich so ein Mädchen male mit langen, dunklen Haaren und einem sehr dunklen Lippenstift und diesen Snapchat Dog Filter. Ich habe mal so ein ähnliches Bild irgendwo gesehen und fand das richtig hübsch und hatte richtig Lust, das einfach auch so ein bisschen so zu malen. Ich möchte hier so ganz fette Wimpern malen und den Gelstift benutze ich für so krasse Highlights in den Augen. Das soll so ein bisschen so aussehen, als ob sie in so ein Ringlight reinguckt oder so. Die Lippen umrande ich erstmal mit dunkelbraun und mache dann so ein paar Streifen rein, weil die Lippen haben ja immer so ein bisschen so Fältchen drin. Ne? Die mache ich eben in der dunkelbraun und innen drin mache ich sie in so einem ganz dunklen Weinrot. Das Gesicht habe ich erstmal mit der E50 angemalt, also komplett mit so einer hellen Hautfarbe. Wenn ich so große Gesichter male, könnt ihr ganz genau sehen, wie ich die Schattierungen in den Gesichtern immer mache. So finde ich das am schönsten. Ihr könnt das natürlich trotzdem so machen, wie ihr es gerne haben möchtet. Ich gehe nochmal mit einer dunkleren Hautfarbe drüber, wo eben die Schattierungen sein sollen. Und dann gehe ich nochmal mit der E50 komplett über das ganze Gesicht und verblende das Ganze. Für die Augenbrauen verwende ich erstmal die Farbe E71 und mache die E71 auch noch um die Augen herum, damit es ein bisschen smoky aussieht. Damit die Augenbrauen so ein bisschen natürlich und dick aussehen, habe ich erstmal so eine Linie unten gemacht und habe dann von unten nach oben so Strichchen gemacht und habe das so gemacht, dass sie halt nicht ganz ausgefüllt aussehen obenrum, also damit das so ein bisschen aussieht, als wären es einzelne Härchen. Und nach innen hin habe ich auch nochmal ein paar lose Augenbrauen gemacht, damit es halt diesen natürlichen Look bekommt, der momentan noch so in ist. Da ich immer auf Topmodel-Papier male, fragen mich viele, ob meine Marker schneller leer gehen als auf Markerpapier. Und die Frage kann ich leider nicht so richtig beantworten, weil ich nicht so oft auf Markerpapier male. Ich weiß nur, dass die Copics auf Markerpapier nicht so viel Farbe abgeben. Deshalb kann es wirklich sein, dass die dann schneller gehen auf dem Papier, was ich da benutze. Und ja, meine Hautfarbe zum Beispiel ist schon öfter mal leer gegangen, deshalb habe ich mir einen Nachfüller geholt. Der ist jetzt auch schon fast leer. Also ich würde euch auf jeden Fall raten, immer Nachfüller zu kaufen, weil es doch auf Dauer ein bisschen billiger ist, als sich immer einen neuen Marker nachzukaufen, weil ich glaube, die kosten ungefähr 10 € oder so, diese Nachfüller, und die reichen eigentlich schon ziemlich lange. Also ich habe bis jetzt erst Nachfüller eben für die E50 gekauft und einen schwarzen Nachfüller und sonst bin ich echt bedient gewesen die ganze Zeit. Ich möchte, dass ihre Haare glatt sind und glänzen und so ein bisschen dunkel sind. Deswegen male ich erstmal mit einem dunkelbraunen Stift vor und lasse da erstmal Highlights. Dann male ich die Highlights aus. Was ihr da auch nehmen könnt, sind auch andere Farben. Dann hat das Ganze einen anderen Farbstich. Das sieht auch ganz cool aus. Und dann gehe ich nochmal mit diesem dunkelbraunen Stift drüber und lasse trotzdem noch ein paar Linien in diesem hellen Ton. Und dann nehme ich nochmal einen schwarzen Marker und gehe nochmal um die dunklen Stellen drüber. Also am Ansatz, dann da so ein bisschen in der Mitte, wo es so dünner wird und dann nochmal an den Spitzen. Und natürlich hinten, also hinter dem Kopf, diese Haare, die wirken immer ein bisschen dunkler, weil ja, die sind ja zugedeckt von den anderen Haaren und deshalb ist da viel Schatten drin und deshalb sind die auch dunkler. Die Öhrchen und die Nase grundiere ich erstmal mit Y28. Dann gehe ich nochmal mit einem braunen Ton drüber, und zwar mit dem E35. Das Ganze verblende ich dann nochmal mit dem Copic Marker E35.
Royal Blue, also die Farbe B28, die ich für die Schattierungen bei dem Oberteil verwende. Die gibt es nicht in diesem Set, was ich habe. Manche, die neu dazugekommen sind, fragen mich öfter, wo ich meine Marker her habe. Und zwar habe ich sie immer in meiner Videobeschreibung verlinkt. Die ist unter dem Video. Außerdem würde ich denen, die neu dazugekommen sind, raten, meine alten Videos anzuschauen, weil da sehr viele Tipps drin sind, die ich immer wieder erwähne. Außerdem habe ich schon mal ein Video dazu gemacht über die 11 Marker, die ich empfehlen würde zu kaufen, wenn man sich keine ganze Box leisten kann. So, das ist jetzt mein neues Mädchen. Ich hoffe, sie gefällt euch und euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr sie gerne nennen würdet oder was ihr gerne als nächstes sehen möchtet für ein Video. Ja, wir sehen uns bald. Ich habe euch ganz, ganz arg lieb. Ciao!